So, nachdem wir hier aus der U-Bahn raus sind, ein paar Schritte weiter, kommen wir zum Ort des Geschehens. Nein, da wo ich hin will. Und zwar zum Modellautos-Ankauf, zum Matchbox-Laden hier in Berlin. Der hat nicht immer lange offen, hat heute bis 13 Uhr. Wir sind hier am Samstag da, 13 Uhr offen und da gehen wir jetzt rein. So, und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Der Alex ist noch bei den Geburtstagsvorbereitungen. Ich habe die Zeit mal genutzt und bin nach Berlin gefahren. Und wie ihr schon gesehen habt im Teaser, es geht zum Matchbox-Laden. Hier, An- und Verkauf, Cars and Boxes heißen die. Jungs, da waren wir schon mal gewesen im letzten Jahr und haben leider nur Bilder gemacht. Jetzt gehen wir mal rein und werden ein bisschen Filmaufnahmen machen, damit ihr mal ein bisschen seht, was es so alles gibt. Ja, und wir gehen mal rein. Let's go! Hier draußen, das ist das Schaufenster von dem Laden noch. Da sind schon ein paar Sachen ausgestellt. Man kann schon ein bisschen reinschauen in den Laden. Sind schon ein paar coole Sachen dabei. Aber jetzt geht's gleich rein in den Laden. So, hier sind wir im Eingangsbereich. Da ist diese schöne, was soll man sagen, dieses Fass. Und da stehen noch diese kleinen Körbchen, die man sich nehmen kann, um sich die Autos da einzusortieren. Und hier vorne seht ihr eine unglaubliche Auswahl an Matchbox, die vom Zustand her, ja, ich finde eigentlich noch teilweise richtig gut, bis halt schon sehr bespielt. Das zeigt sich auch in den Preisen dann. Ja, und da habe ich schon die ersten Hot Wheels Funde gemacht. Hier die schöne Greenwood Corvette. Geiles Teil, habe ich aber schon. Aber da waren etliche Stiegen, ja, wie ihr jetzt gerade seht hier, alles für 2 Euro waren da gewesen. Ich habe jede Stiege durchgeguckt und das Schöne war gewesen, da war wie so ein kleiner Hocker. Genau, jetzt hier diesen Hocker, den ihr da seht. Da konnte man sich raufsetzen und dann habe ich mich von einer Kiste zur anderen durchgewühlt. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und hier gibt es jetzt noch mal ein bisschen Nostalgie. Dieses kleine Auto da, das hatte ich auch mal gehabt als Kind. Und hier schön Werbung für Sachsenpilz. So, und das ist jetzt praktisch die Sicht aus dem Eingangsbereich durch das Schaufenster draus auf die Straße. Da nochmal das Cars and Boxes Logo. Dann an den ersten Vitrinen mit großen Modellen dran vorbei. Und ja, im hinteren Bereich, da ist das Büro. Da sollte ich jetzt nicht so reinfilmen, weil ja einfach das Büro ist und die da ihre Bestellung machen. Alles Mögliche. Das ist also für den Kunden jetzt nicht so interessant. Aber hier gibt es auch noch mal ein paar Autos zu sehen und hier nochmal so einen kleinen Blick in den Büro-Lagerbereich, den ich jetzt mal illegalerweise gemacht habe. Natürlich nur, um den Kit ranzukommen. Und hier ist schon mal meine erste Auswahl. Das sind die Hot Wheels, die ich mir aus den 2-Euro-Boxen rausgeholt habe. Schon schöne Sachen dabei. Ja, und jetzt geht es in den anderen Raum rein. Das ist da, wo ich erst draußen am Fenster vorbeigegangen bin. Da ist jetzt alles voll mit Vitrinen, mit Matchbox, auch in diesen kleinen Kisten immer drin. Und die sind natürlich vom Zustand viel besser als die draußen in der, ich sage mal in Anführungsstrichen, Grabbelbox. Und da sind schon ein paar richtig schöne Schätze dabei. Wie gesagt, ich bin ja auf der Suche nach einem bestimmten Auto gewesen. Und ich habe es da nicht gefunden. Ich habe dann nachgefragt. Aber da gibt es halt richtig viele Sachen. Unten, ja, sieht man das, dieses rote mit diesem weißen Dach, das habe ich mir letztes Mal gekauft. In dem etwas schlechteren Zustand für die richtigen Hardcore-Matchbox-Sammler. Aber für mich noch völlig in Ordnung und einen schönen Felgen-Swap gemacht. So, und jetzt gehen wir mal da rein in die Box. Dieser 4x4 Jeep,
den habe ich noch auf meiner Liste. Also der wird auf alle Fälle mal gekauft. Das war das angesagte Auto in meiner Kindheit. Und den will ich unbedingt nochmal haben. Und hier sieht man, für 26 € kriegt man den lose in einem sehr, sehr guten Zustand. Und daneben gleich der Firebird Pontiac. Auch eine geile Karre. Steht auch auf meiner Liste noch. Wird auch nochmal gekauft. Ich hatte eine andere Ausführung von dem Firebird. Und mit 22 € ist das auch richtig cool. Jetzt gibt es auf die andere Seite, also die gegenüberliegende Vitrine ist das gewesen, wo Matchbox mit Boxen sind, weil die bieten halt auch in ihrem Online-Shop an. Man kann halt nach Matchbox ohne Box suchen oder nach Matchbox mit Box. Und hier sind diese bekannten, ich finde auch das Artwork immer sehr, sehr schön auf diesen Pappboxen. Das ist halt super. Und hier in den verschiedensten Ausführungen von den Autos, die gab es ja in verschiedenen Lackierungen und kleine Farbnuancen. Aber da kennen sich die Matchbox-Sammler da, glaube ich, viel, viel mehr aus. Ja. Und da hinten diese blaue Verpackung, das ist so die Matchbox-Zeit, wie ich sie kannte. In diesen blauen Verpackungen, da habe ich die noch gekannt. An diesem Polizeiset konnte ich auch nur schwer vorbeigehen. Also wahrscheinlich mal gucken. Beim nächsten Mal wird das mitgenommen. Und das ist die mittlere Vitrine. Da sind die großen Sachen drin, die Super Kings. Das sind etwas größere Matchbox. Da steht auch auf alle Fälle ein Auto auf meiner Liste. Es gibt so ein Polizeiauto. So eine Polizeikarre, die ich unbedingt haben will. Da werde ich mich das nächste Mal drum kümmern. Aber dadurch, dass ich ja nur relativ kurz in dem Laden war, weil der am Samstag um 13 Uhr schon zumacht, musste ich mich da ein bisschen beeilen. Ja, jetzt ist da praktisch der Blick aus dem zweiten Raum in den anderen Raum, in den Vorraum, da wo man reinkommt. Und jetzt gibt es nochmal was Schönes zu sehen. Die Schlüsselautos von Matchbox. Schlüssel rein und ab geht's. Das sind Raketen auf Rädern. Burn Keycars von Matchbox. Power Blasters von Matchbox. Ein Zug am Starter, die Maschine heult auf und zischt ab. Matchbox bringt Qualität ins Spiel. So sieht's aus. Matchbox bringt Qualität ins Spiel. Und hier gibt's nochmal, das ist auf den Vitrinen oben drauf. Das sind so, ja, Sammelbehälter, wo man die Matchbox mit transportieren konnte. Gab es auch damals in den 80er, 90ern für die Hörspielkassetten. Noch ein bisschen Matchbox-Werbung. Sehr, sehr cool. Und dann ging es nochmal an die Kisten. Da waren nochmal Hot Wheels zum Wühlen für 3 €. Da bin ich auch nochmal fündig geworden. Wie gesagt, die müssen da irgendwie so eine Sammlung angekauft haben oder, keine Ahnung, irgendwas aus dem Lager. Weil, wie gesagt, eigentlich normal ist das ein Matchbox-Laden, beziehungsweise die haben halt größtenteils Matchbox, aber eben dann auch so ein paar Ausreißer, wie jetzt auch hier ein bisschen Greenlight-Sachen und so. Und Real Riders, den Deadpool-Wagen habe ich mir auch noch geholt. Fand ich auch sehr cool. Und alles auch so wirklich zu sehr moderaten und sehr, sehr guten Preisen. Oben gibt es nochmal ein bisschen was zu sehen. Ich will jetzt nicht sagen Barbies, aber ja, das ist hier noch ein bisschen Matchbox-Werbung, praktisch von dem Eingangsbereich in den zweiten Teil des Ladens. Und da geht's auch schon wieder raus. Ich war jetzt hier drinnen im Laden. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin, glaube ich, ein wenig eskaliert. Aber trotzdem immer wieder ein Hammerladen. Also Leute, das ist also nicht nur, wenn man jetzt Matchbox haben möchte, sondern die haben jetzt auch eine Menge Hot Wheels reinbekommen. Mehrere Kisten, wahrscheinlich eine Sammlung aufgekauft oder sowas. Hammergeil. Ich habe da richtig gut zugeschlagen und Preise sind auch echt super. Ich habe mir jetzt eine Menge Hot Wheels gekauft. Ich habe einen Matchbox aus meiner Kindheit, den zeige ich euch gleich. Und ja, noch diverse andere Sachen gekauft, ein paar Kataloge. Das Geile ist auch, ich habe halt ordentlich zugeschlagen. Ihr kennt mich ja, ich schlage dann immer gerne zu. Und dann gab es noch 3 Kataloge, die ich mir ausgesucht hatte, Matchbox-Kataloge aus den 80ern noch mit oben drauf.
Das fand ich ein super Deal, klasse Sache. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal in Berlin seid. Das ist nicht so weit weg vom Kurfürstendamm. Einfach in die U9 rein, ab nach Rathaus-Steglitz, Bundesplatz ausgestiegen, hier noch 3 Minuten gelaufen und dann seid ihr hier an dem Laden und seid im Matchbox, beziehungsweise auch jetzt mittlerweile im Hot Wheels Paradies. Also, da ist er. Deswegen bin ich eigentlich hierher gefahren. Wegen diesem kleinen Fahrzeug hier. Fahrzeug meiner Kindheit. Und es ist hier mit 2 Tüten eskaliert. Aber ich habe nichts bereut. Keinen Kauf bereut. Freunde, wegen dem bin ich gekommen. Habe ihn bekommen. So ein bisschen eskaliert. Das war's mit Spielzeugjäger. Mit dem geilen Laden, mit dem geilen Matchbox-Laden, Hot Wheels-Laden in Berlin. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.